single day. Es ist für die meisten die Horrorvorstellung schlechthin. Ein Clown, der mordet. Die heutige Geschichte wird zeigen, dass nicht alle Fälle von gruseligen Horrorclowns in den Bereich des fiktiven oder der schlechten Späße auf der Straße gehören. Das Thema heute: Pogo der Clown, alias John Wayne Gacy. Geboren wurde Gacy 1942 in Chicago in den Vereinigten Staaten. Seine ganze Kindheit über hatte er mit einem schwer gewalttätigen und alkoholabhängigen Vater verbringen müssen und hatte 4-mal die Highschool abgebrochen, worauf er dann 1959 nach Las Vegas ging, um dort zu arbeiten. Schon bald kehrte er von dort wegen mangelnder Möglichkeiten, sein täglich Brot zu verdienen, wieder zurück und fand 1964 dann schließlich eine Stelle in Springfield. Eine seiner Arbeitskolleginnen wurde seine Frau und er wurde Manager in einer großen Firma in Springfield. 1966 zog er dann mit seiner Frau und seinem Sohn nach Waterloo in Iowa. Bereits 1968 wurde er dann zu 10 Jahren Haft verurteilt durch sexuelle Übergriffe auf den minderjährigen Sohn seines früheren Arbeitgebers. Seine Frau ließ sich von ihm scheiden. Wegen guter Führung wurde er nach knapp 1,5 Jahren entlassen und kehrte zurück nach Chicago, wo er eine Anstellung als Koch fand. 1971 eröffnete er dann seine eigene Handwerkerfirma. Er heiratete erneut und am 2. Januar 1972 fuhr Gacy durch die Vororte Chicagos, um dort nach Opfern zu suchen. Kaum stieg ein 16-Jähriger bei ihm ein, nahm er ihn mit nach Hause und hatte dort freiwilligen Geschlechtsverkehr mit ihm. Trotzdem brachte Gacy den Jungen mit einem Küchenmesser um und verscharrte ihn unter seinem Kriechkeller. Als örtlicher Freiwilligendienstler arbeitete Gacy auch als Clown auf Veranstaltungen und Geburtstagen, wo er nach potenziellen Opfern Ausschau hielt. Es folgten 1975 bis 1978 weitere Fälle dieser Art. Immer waren es männliche Personen zwischen 14 und 21 Jahren, mit denen Gacy freiwilligen oder unfreiwilligen Geschlechtsverkehr hatte und sie anschließend folterte, umbrachte und unter seinem Kriechkeller verscharrte oder in einen nahegelegenen Fluss warf. Manchmal folterte er sie auch, bevor er sie vergewaltigte. Gacys letztes Opfer, der 15-jährige Robert Piest, verschwand am 11. Dezember 1978. Gacy gestand seine Taten: 33 Morde mit vorangegangener Vergewaltigung, von denen 28 unter seinem Kriechkeller verbuddelt und 5 in den besagten Fluss geworfen wurden. Es schien nicht so, als würde Gacy die Verhandlung wirklich ernst nehmen. Immer wieder scherzte er. Einer seiner berühmtesten Scherze war: Das einzige Verbrechen, dessen ich schuldig bin, ist es, einen Friedhof ohne Lizenz geführt zu haben. Obwohl Gacy auf seine psychische Gesundheit untersucht wurde und sogar das Verhältnis zu seinem Vater und eine lang zurückliegende Kopfverletzung mit einbezogen wurde Gacy zum Tode verurteilt. 14 Jahre lang verbrachte er in der Todeszelle in Illinois. Ende 1993 hatte er das letzte Mal versucht, ein Gnadenurteil zu bekommen, doch sein Todestag stand felsenfest auf dem 10. Mai 1994. Wie geplant wurde er an diesem Tag durch die Todesspritze hingerichtet, was für großen Jubel unter den versammelten Geschädigten und anderen Schaulustigen führte, als diese von der Nachricht in Kenntnis gesetzt wurden. Insgesamt hatten sich über 1000 Leute am Tag der Hinrichtung vor dem Gebäude versammelt, um den Tod Gacys zu bejubeln. Um das Urteil der fehlenden Geisteskrankheit zu unterstützen, wurde Gacys Gehirn untersucht. Es wies keine Auffälligkeiten auf. Die Geschichte des Killer-Clowns wurde in zahlreichen Büchern, Filmen und Serien festgehalten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Eure Meinung zu Gacy und der Reaktion auf seine Hinrichtung gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.